Hola a todos und willkommen zu einer neuen Folge von Mattes Mate Mission Uruguay ein Welt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. 6 Wochen lang sind wir kreuz und quer durch das Land gereist, in das wir einwandern wollen, durch Uruguay. Heute verrate ich euch, für welche Orte und Regionen wir uns besonders begeistern konnten und warum. Wir zeigen euch, wo wir uns vorstellen können zu leben und wo wir konkret auf Grundstücks- und Haussuche gehen werden. Für unsere Reise hatten wir ganz bewusst einen Zeitraum gewählt, der weit weg ist von der Hauptsaison der Temporada. September und Oktober war unsere Zeit, also Frühlingsbeginn in Uruguay. Wir wollten den echten Alltag sehen, wenn die Städte und Strände noch nicht für Touristen herausgeputzt und nicht alle Läden geöffnet sind. Während wir so unterwegs waren, haben Frau Mattes und ich völlig unabhängig voneinander Punkte vergeben. Unsere Skala ging von 1 bis 10. Ganz einfach nach dem Bauchgefühl. Je mehr wir das Gefühl hatten, hier möchte ich leben, hier fühle ich das richtig, desto mehr Punkte gab es. Wir wollten das auch unbedingt schriftlich festhalten, denn nach so vielen Wochen und Orten, da verschwimmen dann so die Eindrücke schnell mal und dem wollten wir so entgegenwirken. An dieser Stelle gab es dann für uns eine kleine Überraschung. Nämlich der für uns schönste Ort in Uruguay lag tatsächlich gar nicht am Meer, sondern mitten auf dem Land. Gabi und Steffen vom Heidrich-Blog haben uns auf ihre Chacra eingeladen. Mitten auf dem Land im Departamento Colonia. Hallo Gabi und Steffen. Ja, und die beiden haben sich da ein echtes Paradies geschaffen. Gabi hat dort in den letzten 15 Jahren einen privaten Park angelegt. Der ist so groß, dass man ihn vermutlich auch aus so einem Weltraum sehen kann. Und so schön. Ja, eigentlich, dass man nie wieder weg möchte. Und es duftet da so intensiv, als stünde man mitten in einem Blumenladen. Also dieser Ort war wirklich für uns das Highlight. Aber wohnen können wir da natürlich nicht, denn da wohnen ja schon Gabi und Steffen. Außerdem wäre das Gelände viel zu groß für uns. Ein wichtiger Hinweis dazu. Gabi und Steffen sind herzensgute Menschen. Wenn man vorher freundlich fragt, hat man gute Chancen, eine Führung durch diesen privaten Traumgarten zu bekommen. Aber einfach unangekündigt auftauchen, nee, das ist gar nicht cool. Bitte respektiert da Ihre Privatsphäre. Den Kontakt könnt ihr über ihre Blogseite herstellen. Ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. So, zurück zu unserem Punktesystem. Erst nach der Rückkehr haben wir unsere Listen verglichen und die Punkte addiert. Ich zeige euch mal auf der Karte, welche Regionen dabei herauskamen. Uns gefällt die Region um Carmelo sehr gut. Dann der Strand und die Wälder um Santa Ana. Außerdem Quijo-Ordijk und die Küste von Neptunia bis Maldonado. Auch das küstennahe Hinterland hat gepunktet. Die Region zwischen Piriápolis, Minas, El Eden und Maldonado finden wir klasse. Gleiches gilt für die Küste von Balneario Buenos Aires bis hoch nach La Paloma. Und ganz im Norden fanden wir es rund um La Cornisa wunderschön. Ach ja, und im Landesinneren hat uns die Region rund um San Gregorio de Polanco mit dem Stausee und den tollen Stränden total umgehauen. Ja, das war die Traumliste und dann kam Frau Mattes mit dem Alters- und Realitätscheck. Sie hat ganz nüchtern geschaut, wie ist das denn in diesen Traumregionen mit der Infrastruktur? Sind die wichtigen Straßen geteert oder sind es Schotterpisten? Gibt es Einkaufsmöglichkeiten und ganz wichtig, ist ein Krankenhaus in für uns angemessener Zeit erreichbar. Danach mussten wir uns schweren Herzens von einigen schönen Ecken als potenzielles Zuhause verabschieden. Die Region um Quijo-Ordijk ist trotz des Traumstandes für uns leider raus. Der Küstenabschnitt von Neptunia bis Maldonado ist wunderschön. Regionen wie Punta Ballena oder José Ignacio sind was für die Reichen. Und dazu gehören wir leider nicht. Wir haben diese Region als für uns zu teuer identifiziert. Aber wenn ihr Ecken dort kennt, die bezahlbar sind, hey, dann lasst uns das bitte wissen.
Auch La Cornicha und San Gregorio de Polanco mussten wir leider streichen. Wir konnten dort weit und breit kein Krankenhaus entdecken. Haben wir da vielleicht was übersehen? Hey, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare. Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir also davon aus, dass unser Lebensmittelpunkt in einem dieser Departamentos liegen wird. Wir hätten da Colonia, Canelones, Maldonado, La Bahía oder Rocha. Das ist noch nicht in Stein gemeißelt, aber im Moment unser aktueller Stand. Das heißt, für uns auf unserer nächsten Reise konzentrieren wir uns voll auf diese 5 Gebiete. Und wenn ihr zu all dem eine Meinung habt oder wenn ihr mehr über die Bauvorschriften in den jeweiligen Departamentos wisst, vielleicht sogar Webseiten kennt, dann schreibt uns das bitte in die Kommentare. Ja, und jetzt noch ein kleiner Aufruf. Wenn ihr in unseren favorisierten Regionen ein schönes Grundstück habt, so ca. 2000 bis 4000 Quadratmeter groß, Bauland mit oder ohne Haus, ja, und ihr plant euch ab 2029 davon zu trennen, hey, dann schreibt uns das bitte nicht in die Kommentare, sondern direkt per Mail an uns. Gleiches gilt natürlich, wenn ihr jemanden kennt, der wiederum jemanden kennt. Naja, ihr wisst schon. In der Videobeschreibung findet ihr unser Instagram und Facebook, über das ihr uns natürlich dann privat anschreiben könnt. Ja, und schon sind wir leider wieder am Ende einer Folge von Mattes Mate-Mission. Weil wir immer wieder lesen, dass viele nach Preisen und Kosten in Uruguay fragen, wird genau das Thema unserer nächsten Folge sein. Wir haben wahnsinnig viele Supermarktregale und Schaufenster in verschiedenen Städten fotografiert. Damit bekommt ihr einen guten Eindruck vom Sortiment und den Preisen. Ich kann euch ja schon mal verraten, die Preise für Käse, die haben uns echt tief durchatmen lassen. Das führt jetzt dazu, dass Frau Mattes erstmal das Käsen lernt und unser Kühlschrank zur Reifekammer wird. Ich glaube, ich muss mein Bier woanders kühlen. Für heute sage ich hasta la próxima bei Mattes Mate-Mission, que les vaya bien und ciao!